ist, wenn wir erwischt werden? Wir werden nicht erwischt. Die sind doch alle beim Training. Ja, wie es der Zufall so will. Jetzt hören Sie endlich auf. Wir müssen hier raus. Du hast gar kein Meeting, stimmt's? Du willst nur nicht Marie sehen. Ja, ich geb's zu. Ich habe einfach keine Lust mehr, mir das anzutun. Ich bin ganz normal gefahren. Normal nennst du das? Ich würde sagen, du bist gefahren wie ein Irrer. Ich wäre fast hinten runtergefallen. Warum hast du denn nichts gesagt? Ja, wie denn durch den bescheuerten Helm? Wenn wir erwischt werden. Das könnte irgendwas sein. Nur damit wir uns richtig verstehen. Da kommt jemand. Und was deine Zeiten betrifft, die waren letzte Woche entschieden besser. Weiß auch so, dass ich meine Zeit noch verbessern muss. Wir sprechen noch gleich. Ich muss erstmal meine Stoppe holen, die anderen Mädchen warten. Wenn du wirklich den Ehrgeiz hast, Liebes. Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Wer sind Sie überhaupt? Vortrag beendet? Komm, steig wieder auf. Mal raffst du's nicht? Niemand bringt mich mehr auf diese Kiste. Jetzt stell dich mal nicht so an. Du kannst dich gerne umbringen, aber ohne mich. Soll ich wegen dir Schrittgeschwindigkeit fahren? Witzig. Zum letzten Mal. Steigst du jetzt wieder auf oder nicht? Zum letzten Mal? Nein. Na dann viel Spaß beim Laufen. Danke, werde ich sicher haben. Aber geh nicht zu schnell. Es könnte ja gefährlich werden. Alles klar. Marc! So ein Zufall. Marie, schön dich zu sehen. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Deinen Spruch auf der Mailbox kann ich schon fast auswendig. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ja. Ach so, das ist übrigens Peter, das ist mein Angestellter. Das ist Marie Beinbach. Hallo, freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen. Leider, ich muss los. Wir sehen uns später. Klar, auf jeden Fall. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao. Ja, ich muss auch eigentlich schon Angst. So, hier, dein Espresso. Hallo Marie, was kann ich denn dir bringen? Ich nehme auch einen. Was bekommst du? Für den Salat, den O-Saft und den Espresso. 16,80. So, ja. Ja, schon. Stimmt. Okay. Hast du es wirklich so eilig? Wir sehen uns so selten. Naja, du weißt doch, wie es ist. Sag mal, wieso hast du unsere Aufträge an deinen Kollegen abgegeben? Es ging nicht anders, wirklich. Es tut mir auch leid, ich habe einen Job, um den ich mich persönlich kümmern muss. Aber der Junge, der das bei euch macht, der ist wirklich gut. Tja, schade. Und es hat wirklich keinen anderen Grund? Nein, absolut nicht. Und wann hast du mal wieder Zeit? Du, ich rufe dich am besten an. Okay. Tschüss. Fertig! Du willst also bei mir trainieren. Ja? Wie bist du überhaupt auf mich gekommen? Naja, ich habe schon eine Menge gute Sachen über sie gehört und natürlich über ihr Team. Ach ja? Ja, und deshalb wollte ich auch zu Ihnen. Gäbe es da vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mal beim Training zuschaue? Seit wann trainierst du? Auf was für Zeiten kommst du? Zeiten? Ja. Bis jetzt bin ich eigentlich mehr so zum Spaß geschwommen. Aber ich würde sehr gern bei Wettkämpfen mitmachen gehen. Und trainieren? Gott, bist du naiv. Naja, mal sehen, vielleicht kannst du beim Training mitmachen. Aber davor checken wir dich natürlich durch. Laktatwerte etc. Gern. Simone, denk doch mal an deine Beinarbeit. Ja, so ist gut, Kind. So ist gut. Tja, morgen würde es gehen. Da ist mein Kollege hier. Der würde dann den Check mit dir machen.
Gut, das ist super klasse, danke. Ich komme auf jeden Fall. Lara! Hey, hi. Mensch, hast du mich nicht gehört? Ich hab dir da hinterhergerufen. Mann, ist das nicht ein Tag zum Bäume ausreißen? Lass mal deine gute Laune bloß nicht an den Bäumen aus. Also, bei mir läuft alles wieder super. Felix und ich, wir haben uns vertragen. Das freut mich. Ja, das sehe ich. Ach, ich bin einfach nur genervt. Willst du einen Saft? Ja. Also, was ist los? Du weißt doch, Arno wollte mich eigentlich in der Kneipe abholen. Er hat aber keine Zeit. Ja, und deswegen bist du so stinkig. Nein, aber dann hat Andi sich bereit erklärt, mich nach Hause zu fahren. Mit seinem Motorrad. Naja, den Rest kannst du dir ja denken. Wieso? Ist doch nett von ihm. Ach, nett. Mann, der ist durch die Stadt geheizt wie ein Irrer. Und das mit voller Absicht. Andi fährt halt gern schnell. Mann, das war lebensgefährlich. Zum Glück musste er dann an der roten Ampel anhalten, dann bin ich abgesprungen. Ja, und dann? Dann ist er abgedüst. Und den blöden Helm konnte ich nach Hause schleppen. Das ist alles? Das reicht doch wohl, oder nicht? Herr von Arnstetten, schönen guten Abend. Hallo Angelo, ich hatte einen Tisch reserviert für 2 Personen. Richtig, genau. Gleich dort drüben, bitte. Danke. Hallo Marie. Hallo Henning. Wie geht's dir? Offensichtlich besser als dir. Ärger im Label? Nein. Nein, das ist alles in Ordnung. Ich mache mir nur Gedanken wegen Marc. Wieso das denn? Ich glaube, er geht mir aus dem Weg. Warum sollte er? Vielleicht habe ich was Falsches gesagt. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß auch nicht. Naja, und diese Story, dass du Leistungsschwimmerin werden willst, das hat dir der Trainer wirklich abgekauft, so? Ja, hat er. Hoffentlich jedenfalls. So konnte Roland wenigstens abhauen. Du alte Schnüfflerin. Ah, nee, jetzt mal ernsthaft, ey. Sowas will ich nicht jeden Tag haben. Ah, das ist Roland bestimmt. Tja, dann lasse ich euch bei euren konspirativen Planungen mal alleine, was? Mach das, Große. Hi. War ganz schön knapp vorhin, was? Naja, aber es ist ja noch alles gut gegangen. Ich habe dem Trainer erzählt, dass ich in seine Mannschaft will. Das habe ich mitbekommen. Soll ich uns einen Kaffee machen? Wie sind Sie bloß auf diese Schnapsidee gekommen, sich dort einzuschleichen? Naja, Diese Methode war nicht nur unprofessionell, sondern auch höchst riskant. ich dachte, Wir wären beinahe erwischt worden. dieser Lettmann verabreicht seinem Mädchen jeden Tag irgendwelche Dopingpräparate. Dabei kann man doch nicht einfach zusehen. Doch, muss man sogar. Bis sich auf legalem Weg eine Möglichkeit findet, mit der wir diesem Kerl das Handwerk legen können. Aber Wir sind hier auf keinem Abenteuerspielplatz. Und wenn Ihnen meine Methoden nicht passen, dann... das wollte ich nicht damit sagen. Immerhin haben wir die ja noch. Wenn Sie glauben, das entschuldigt alles, dann haben Sie sich getäuscht. Also ein bisschen komisch ist es schon, wenn er sogar deine Aufträge weitergegeben hat. Eben. Ich hoffe nur, dass wir das klären können. Es wäre schade, wenn wir uns in Zukunft nicht mehr sehen würden. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Wir haben noch nächste Woche diese Sponsorenparty. Ja dann. Hallo Cecile. Hallo Marie. Ich hab's leider eilig. Tschüss. Tschüss. Schön, Sie zu sehen. Hallo Henning. Darf ich? Dankeschön. Setzen Sie sich. Danke. Alles in Ordnung? Wenn Sie mit mir darüber sprechen möchten. Frau Schneider hat mir doch die ganze Geschichte erzählt. Vor einem halben Jahr waren sowieso alle Zeitungen voll davon. Nur wissen Sie,
Bisher war ich froh, dass Mark sich um Marie gekümmert hat. Und jetzt? Jetzt hat sie den Eindruck, dass er sich von ihr zurückzieht. Und ich werde mal versuchen, rauszubekommen, ob da was dran ist. Das. Hi, Andi. Hi. Alles klar? Es gibt Tage, die streicht man besser aus dem Kalender. Dann schätze ich mal auf eine neue Panne mit deinem Motorrad. Wie kommst du denn darauf, hä? Hallo, Andi. Ich war vorhin bei Lara. Und? War die kleine Zicke wieder am Flennen? Nö, sie meinte nur, dass du ein bisschen zu schnell gefahren bist. So wie die sich angestellt hat, da wäre selbst ein Tretroller lebensgefährlich. Vielleicht hat sie gar nicht so unrecht. Bei deinem Fahrstil. Was mischst du hier schon wieder ein? Warst du dabei? Nein. Vielleicht hat Tom aber trotzdem recht. Bei deinem Fahrstil hat Lara einfach Angst gehabt, dass was passiert. Ach, so ein Schwachsinn. Ich bin schon langsamer gefahren als normal. Wenn du alleine losbretterst, dann ist das auch was anderes. Es ist ganz egal, was ich mache. Lara sucht immer nach einem Grund, um sich über mich zu beschweren. Ist doch gar nicht wahr. Ist klar, dass du zu ihr hältst. Also verschone mich besser mit diesem Thema. Roland, lass mich raten, du willst zu Gabriella. Genau. Gegen so eine engagierte Mitarbeiterin habe ich natürlich keine Chance. Hab sowieso noch zu tun. Aber im Ernst, irgendwann müssen wir mal einen anständigen Skat kloppen. Okay. Morgen. Hallo. Wollen wir schon mal ins Wohnzimmer? Oh, guten Morgen, Herr Hansen. Auch wenn Gabriella und Sie sicher sehr beschäftigt sind. Sie frühstücken doch mit uns mit, oder? Gerne. Vielen Dank. Schön. Sie wollen bestimmt wegen gestern mit mir sprechen. Was ist das? Die Liste meiner Verfehlungen? Nicht ganz. Ich habe die Pillen gestern noch in ein Labor gebracht und das sind die Ergebnisse. Aha. Aber das heißt doch, dass es wirklich Dopingpräparate waren. Boah, damit können Sie diesen Lettmann doch ohne Probleme auffliegen lassen. Wieso? Naja, weil Sie haben doch jetzt die Beweise. Wollen Sie nicht an der Sache dranbleiben? Ja klar, aber wieso ja nein? Haben Sie keine Lust mehr? Nein, doch, natürlich. Ich dachte nur, Sie wollen mich nicht mehr dabei haben. So eine engagierte Kollegin wie Sie. Ich müsste bescheuert sein, wenn ich auf Sie verzichten würde. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Ach, hey. Deine Schweißmauken vertragen sich nicht so toll mit dem Obst. Wie kommst du denn darauf? Ich hab doch Schuhe an. Ja, das ist natürlich was ganz anderes, ha? Willst du Stress? Mit dir? Immer doch, Mann. Hast du ein Glück. Die beiden sind so verliebt, die lassen sich nicht mal durch dich stören. Und Schmalz ist ja kaum zu ertragen. Mann, Andi! Lass ihn abhauen. Ich freue mich, dass bei euch alles wieder in Ordnung ist. Ja. Vielleicht sind zwei glückliche Pärchen einfach zu viel für Andi. Und wenn schon, dann muss er jetzt durch. Wir machen heute Mittag übrigens ein großes Essen. Wow. Und ich habe sogar Zeit. Da hättest dich auch geärgert, wenn nicht. Zum Glück habe ich meine ganzen Hausbesucher am Nachmittag. Was gibt's denn Feines? Es gibt Martinsgans mit Rotkohl und Klößen. Klingt super. Guck mal, sieht auch schon vielversprechend aus, oder? Aha. Ich muss Lara noch anrufen. Oh oh. Wieso, hast du was dagegen? Ich nicht, aber... Du meinst unseren Mini-Rocker? Wenn die zwei wieder zusammenkrachen, versaut uns das bestimmt die ganze Gans. Ja, die können sich doch einmal zusammenreißen, oder? Stimmt. Ja, ich wollte euch nur gewarnt haben. Wird schon gut gehen. Anni und Lara müssen doch nicht nebeneinander sitzen. Wenn ich hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. So, brauchst du noch irgendwas? Ja, eigentlich nicht, oder? Ein paar Liter Milch wäre nicht schlecht. Sag mal, du denkst aber schon dran, dass wir ja noch zusammen joggen gehen wollten, oder? Hast du es also nicht vergessen? Nein. Aber wenn du keine Lust hast, dann ist es auch okay. Doch. Tut mir bestimmt ganz gut. Obwohl, bei deinem Tempo komme ich bestimmt wieder nicht mit. Du weißt ja, was Onkel Theo immer gesagt hat. Man soll die Messlatte ordentlich hochlegen.
Also dann. Ciao. Hey, Simon. Ich wollte zu deinem Bruder. Ja, nur zu. Vielleicht bis später dann. Ja. Hallo, Marc. Hi. Ich glanz in unserer Hütte. Willst du einen Kaffee? Nee, danke. Aber hast du einen Moment Zeit? Klar, setz dich doch. Ach, was soll's. Wir sind Freunde und wir sollten ehrlich zueinander sein. Ja, das sehe ich genauso. Also, was gibt's? Ich wollte dich mit dem Thema Marie eigentlich ja nicht mehr nerven, aber in diesem Fall geht es euch beide an. Uns beide? Was meinst du? Ich war gestern bei Marie. Und sie meint, dass du sie in der letzten Zeit meiden würdest. Quatsch. Das hat sie gesagt? Ja. Sie ist deswegen ziemlich verunsichert. Gestern zum Beispiel hättest du es keine 5 Minuten mit ihr ausgehalten. Nee, das ist echt nicht so. Ich hatte einen Termin. Wirklich. Mhm. Dachte ich mir. Dann hat sie also Unrecht. Ja, natürlich hat sie Unrecht. Du weißt doch, wie sehr ich Marie mag, aber ich habe momentan einfach so viel zu tun. Und? Seid ihr gut vorangekommen? Dank Gabriela. Ich wüsste inzwischen kaum, was ich ohne sie machen würde. Ja, naja. Also ich bin froh, dass ich euch beiden zusammengebracht habe. Ich will ja nicht unken, aber kommt dein Studium nicht ein bisschen zu kurz, wenn du dich nur noch diesem Projekt widmest? Ach nee, keine Sorge. Ich habe ja extra Urlaub bei Beimbach genommen, damit ich ein bisschen mehr Zeit für mein Studium habe. Ja, Frau Brandten hat nicht so ganz unrecht. Wenn Sie sich weiterhin so engagieren, dann... Naja, will dir da nicht reinreden, um Gottes Willen. Ich bin ja froh, dass du was gefunden hast, was dir so viel Spaß macht. Spaß? Verdeckte Ermittlungen im Schwimmbad? Investigativer Journalismus ist halt spannend. Ja, ist genau das, was du wolltest, stimmt's? Genau. Wenn es für Sie okay ist, dass ich künftig die Vorgehensweise bestimme. Ja, das lässt sich bestimmt machen. Mann, Mann, Mann. Burschen, pack die Hefte weg, es gibt Essen. Lara und Franziska sind doch noch gar nicht da. Ja, Franzi hat es total böse erwischt, die kann nicht kommen. Oh je, ist sie krank? Schlimmer. Sie wird zur verschärfter Englisch-Nachhilfe verdonnert. Oh my goodness. Sag mal, muss Lara nicht auch zu irgendeiner Nachhilfe oder sowas? Nein, muss sie nicht. Sie wird jeden Moment da sein. Oh, ich kann's kaum erwarten. Dann ist ja gut. Andi, auch wenn du ein Problem mit Lara hast. Ich? Mit ihr? Auch wenn du ein Problem mit ihr hast. Reiß dich einfach zusammen, ja? Tag zusammen. Hi. Hi, Lara. Setz dich doch schon mal hin, ne? Und du auch. Hier. Danke, dass ich den schleppen durfte. Du wolltest ja unbedingt. Ach, von wegen. Weißt du, wenn du nicht so... Hier, übernimmst du das mal bitte? Klar, gerne sogar. Kannst du nicht aufpassen? Das geht nie wieder raus. Kriegen wir jetzt wieder unseren hysterischen, ja? Ist jetzt mal gut. Ihr zwei kommt gleich an den Kindertisch. Hey, können wir jetzt ja nicht anfangen? Ich habe echt Hunger. Genau. Guten Appetit. Kommst du auch schon? Ich hab doch gewusst, dass ich wieder nicht hinterherkomme. Tja. So, können wir weiter oder willst du noch ein Sauerstoffzelt suchen? Täusche ich mich oder? Oder hat dir seit dem Besuch von Henning irgendwas die Laune tierisch verdorben, ne? Dir entgeht nichts, ne? Das weißt du doch. Was ist denn los? Nichts. Ja, also Marie hat gemerkt, dass ich auf Distanz gegangen bin und das hat sie Henning erzählt. Und der hat dir auf den Zahn gefühlt? Hast du ihm gesagt, dass du in Marie verliebt bist? Nein, ich habe Arbeit vorgetäuscht. Auf Dauer wird dir das Marie aber nicht abnehmen. Und Henning auch nicht. Das ist mir klar. Aber was soll ich dann machen? Mir bleibt doch nichts anderes übrig. Meinst du nicht, dass Henning die Wahrheit akzeptieren würde?
will ich ihm auch nicht antun. Marie ebenfalls nicht. Komm. Könntest du davon bitte eine Kopie machen für Marie? Gleich. Danke. Hallo. Hi. Ich habe gerade den Vertrag vorbeigebracht mit den neuen Sponsoren. Danke. Dankeschön. Ich will ja nicht drängeln, aber hast du auch an mich gedacht? Ach so, natürlich. Super. Ja, nochmal vielen Dank. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Mhm. Wenn du kurz Zeit hast. Ja, klar. Ich war heute Morgen bei Marc. Hast du ihn auf meine Vermutung angesprochen? Ja. Marie Marc ist unser Freund. Ich wollte einfach wissen, ob wirklich etwas nicht stimmt. Was hat er gesagt? Das, was ich eigentlich auch gehofft hatte. Dass er wirklich viel zu tun hat und dich in keinster Weise vor den Kopf stoßen wollte. Und das hast du ihm geglaubt? Marie, Marc hat keinen Grund, sich von dir zurückzuziehen. Vielleicht bist du ein bisschen überempfindlich? Ja, das kann schon sein. Danke, dass du das geklärt hast. Ich muss leider weiterarbeiten. Ach, ja, klar. Also, meine Oma hat immer gesagt, eine gut gebratene Gans ist wie eine goldene Gabe Gottes. Hat's euch geschmeckt? Ja, es war super lecker. Ja. Ja, war gut. Gibt auch noch Nachtisch. Dafür noch Platz ist? Wie wär's denn mit einem Espresso zwischendurch? Klingt gut. Kinder, noch ein bisschen Cola? Andi? Lara? Nee. Nee, lass mal. Nach so einem Essen brauche ich was Besseres. Und das wäre? Schöner Brandy. Wer noch? Nee, ist mir jetzt zu hart. Um die Zeit? Tom? Vor meinem Dienst. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Du trinkst bestimmt sowieso keinen Alkohol. Könnte dich ja locker machen. So locker wie dich, da verzichte ich doch gern drauf. War ja klar. Madame ist wieder eingeschnappt. Ey, ich will nur, dass du mich in Ruhe lässt. Ist das zu viel verlangt? Absolut nicht. Alexa, danke für das Essen, aber mir reicht's hier. Na, endlich haben wir Ruhe. Danke, dass ihr uns das Essen vermiest habt. So, und die ganzen Bestellungen habe ich dir noch da aufgeschrieben. Hi. Hi. Hallo. Was ist mit dir los? Bist du auf der Flucht? Ich war joggen mit Marc. Aha, da hast du natürlich keine Chance. Ja, ist mal wieder typisch. Der reagiert sich ab und ich muss es ausbaden. So reagiert er sich ab. Marc meinte, du weißt Bescheid? Wegen Marie und ihm? Mhm. Ja. Er will halt einfach nicht, dass Henning oder Marie was von seinen Gefühlen erfahren. Ja, ich weiß. Hm. Ja, und jetzt wundert sie sich langsam, warum er sich immer mehr zurückzieht. Ah, das war bestimmt wegen gestern. Da ist er wirklich auffällig schnell verschwunden. Ja, klar, ich meine, es fällt ihm auch schwer, Marie und Henning immer weiter anzulügen. Oh Mann, ey. Wie soll das bis weitergehen? Marc sollte endlich zugeben, dass er sich in Marie verliebt hat.